Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selmas Recipes. In dieser Folge zeige ich euch ein Rezept für eine sehr aromatische und weiche Focaccia mit Oliven und Tomaten. Für diese Focaccia bereite ich am Vortag ein Poulish vor. Dafür mische ich 100 Gramm Weizenmehl mit 20 Gramm Vollkornmehl, eine Prise Trockenhefe und 120 Gramm kaltem Wasser. Zu meinem Video für eine schnelle Focaccia ohne Vorteig gelangt ihr, wenn ihr oben rechts auf die Infokarte klickt. Die Zutaten für das Poulish rühre ich gründlich durch und fülle es in ein hohes Einmachglas. Nach 12 bis 16 Stunden bei Raumtemperatur sollte sich der Vorteig zumindest verdoppelt haben und von vielen kleinen Bläschen durchzogen sein. Für den Hauptteig gebe ich 100 Gramm Wasser in das Poulish und rühre es kurz um. Auf diese Weise löst es sich einfacher vom Rand des Glases. Das Poulish schütte ich jetzt in eine große Rührschüssel und füge einen Teelöffel Trockenhefe und insgesamt 280 Gramm Mehl hinzu. Ich habe hier eine Mischung von 2 Mehlen der Marke Caputo genommen, stattdessen könnt ihr aber auch Pizzamehl und ein Mehltyp 550 verwenden. Damit sich das Gluten im Teig gut entwickelt, knete ich in 5 bis 6 Minuten durch und füge erst danach das restliche Wasser, das Salz und das Olivenöl hinzu. Nachdem alle Zutaten gründlich vermischt sind, sollte der Teig sehr weich, aber nicht flüssig sein. Um dem Teig mehr Struktur zu geben und ein stabiles Glutengerüst aufzubauen, werde ich ihn im Folgenden insgesamt 3-mal dehnen und falten. Dafür öle ich eine Auflaufform mit etwas Olivenöl ein, damit der Teig nicht daran kleben bleibt. Da kommt dann der Teig hinein, den ich ungefähr 30 bis 45 Minuten abgedeckt gehen lasse. Nachdem sich der Teig sichtbar vergrößert hat, befeuchte ich meine Hände mit Wasser, ziehe eine Seite des Teiges ohne ihn zu quetschen lang und lege sie auf die gegenüberliegende Seite. Denselben Vorgang wiederhole ich von allen Seiten, damit die entstandenen Luftbläschen neu verteilt werden und möglichst viel frischer Sauerstoff in den Teig gelangt. Wie oft ihr euren Teig nun dehnen und falten müsst und wie lange die Ruhezeiten genau sein müssen, hängt unter anderem von der Umgebungstemperatur ab. Deshalb ist es besser, den Teig zu beobachten und sich nicht ausschließlich nach den Zeitangaben zu richten. Das ganze Dehnen und Falten mit anschließender Ruhepause sorgt nicht nur für eine grobe und unregelmäßige offene Porung, sondern trägt auch zu einem deutlich besseren Geschmack bei.
Der Teig ist jetzt richtig schön luftig und fühlt sich auch deutlich straffer an als am Anfang. Ich lasse ihn jetzt ein letztes Mal entspannen und dann kann er auch schon geformt werden. Dafür bestreiche ich ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech mit Olivenöl und lasse darauf dann den Teig vorsichtig aus der Form fallen. Jetzt ziehe ich den Teig vorsichtig, sodass die entstandenen Luftbläschen nicht zerdrückt werden, zu einem Rechteck aus und lasse ihn etwa 20 bis 30 Minuten entspannen. In der Zwischenzeit heize ich den Backofen auf 250 Grad Ober- und Unterhitze vor. Auf den Teig gebe ich nun reichlich Olivenöl und verstreiche es über die gesamte Oberfläche. Und jetzt kommt der Teil, den ich am liebsten mache, und zwar drücke ich mit allen Fingern die für eine Focaccia typischen Vertiefungen in den Teig. Die Focaccia könnt ihr jetzt ganz nach Belieben mit den Zutaten eurer Wahl belegen. In meinem Fall sind das diesmal grüne und schwarze Oliven, Cocktailtomaten, Rosmarin und etwas grobes Meersalz. Und dann kann die Focaccia gebacken werden. Je nach Backofen dauert das etwa 20 bis 25 Minuten. Diese Focaccia eignet sich nicht nur sehr gut als Beilage zum Grillen oder zu Salat, sondern kann auch längs aufgeschnitten und mit Tomaten, Mozzarella und Rucola und auch mit Aufschnitt belegt werden. Ich hoffe, auch dieses Rezept hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr leckere Rezepte von mir sehen wollt, dann schaut doch einfach mal hier in die Playlist. Und wenn ihr es bisher noch nicht getan habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonniert und auch das Glöckchen aktiviert, um kein Rezept mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!